Kaum ist Paul dran, sind natürlich auch die Ladies des Hauses jetzt da. Die Schwester von Puschka ist gerade gekommen und fotografiert schon mal jetzt hier, was da vorne abgeht. Vielleicht wurden wir auch nur verarscht und nur wir werden so gewaschen und die machen das eigentlich gar nicht. Ich habe noch niemanden von euch gesehen. Guten Morgen, Leute, aus Indien, aus Mumbai, aus der 28 Millionen Einwohnerstadt. Ich glaube, ich habe das im letzten Vlog ziemlich häufig gesagt, aber es fasziniert mich einfach, dass hier so viele Menschen leben und das spürt man auch. Egal, wo man hier irgendwo hingeht, überall sind so viele Menschen um einen herum. Der Verkehr ist krass. Wenn man irgendwo hin möchte, muss man sich immer so irgendwie durchdrängeln. Und überall wird gebaut, überall wächst Mumbai gerade noch immer weiter. Hier unten zum Beispiel wird gerade so ich glaube, eine große neue U-Bahn-Station gebaut. Die heben die ganze Zeit da unten so Massen an Schlamm heraus und dann fahren die mit den Sachen hier hin und her. Genau wie in London gibt es hier rote Doppeldeckerbusse, nur dass die so ein bisschen älter sind. Sowieso ganz viele alte viktorianische Bauten, also so von vor 100, 200 Jahren. Große Bauten, wie man sie eher aus europäischen Städten kennt. Aber dazwischen auch viele Wohnhochhäuser, die meisten jetzt nicht im besten Zustand. Aber der Platz muss eben genutzt werden für all diese Menschen. Und das wollen wir uns heute alles ein bisschen genauer anschauen. Was Fairtrade angeht übrigens, ist Indien in einer etwas besonderen Situation. Denn in Indien werden nicht nur Fairtrade-Sachen produziert, wie auch in vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel der Elfenbeinküste oder Kolumbien, sondern hier werden auch, genau wie zum Beispiel in Deutschland, Fairtrade-Sachen verkauft, also konsumiert. Mit 1,3 Milliarden Einwohnern insgesamt in Indien gibt es natürlich viele Menschen in jeder Schicht, also natürlich zum Beispiel die ärmeren Leute in den Dörfern oder zum Beispiel die Mitarbeiter in den Textilfabriken, denen es sehr viel hilft, wenn sie durch Fairtrade höhere Löhne bekommen. Aber dann gibt es eben auch schon eine Schicht, der es sehr, sehr gut geht und die mittlerweile gerne darauf achtet, dass Sachen Fairtrade produziert sind. Zum Beispiel haben wir uns hier zwei Sachen besorgt. Das hier ist eine indische Fairtrade Schokolade, also die ist komplett hier könnt ihr es lesen, Product of India. Hier vorne das Fairtrade Siegel drauf, also komplett Fairtrade produziert. Gibt es in verschiedensten Sorten, ihr habt schon probiert, sehr lecker. Hier in Deutschland könnt ihr es aber leider, glaube ich, nicht bekommen. Und hier haben wir noch ein Paket und zwar von Aizome. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Aber die machen Jeans. Die werden auch komplett in Indien produziert. Eine davon habe ich hier gerade schon mal an. So sieht die hier aus. Die ganzen Dinger hier muss ich noch abmachen, aber ich wollte euch eben hier noch das Fairtrade Cotton Logo zeigen. Also genauso wie bei meinem neuen Speaking Fairtrade Shirt wird auch hier indische Fairtrade Baumwolle benutzt. Für die Hose. Coole Sache. Probiere ich heute mal aus. Und wir fahren jetzt zu etwas, was ihr vielleicht auch aus Deutschland kennt. Und zwar zu einer Fairtrade Schule. Und das hier ist die Leute. Hier steht eine der ersten Fairtrade Schools in Indien. Der Punkskomitee hier. Ja. Oh, guck mal, was sie hier noch zur Begrüßung hingeschrieben haben. Krass, krass. Wie im letzten Vlog schon gesagt, fängt ja gerade die Diwali an. Das ist Fest des Lichtes und der Farben. Und in der Zeit sind vor vielen Häusern in den Eingangsbereichen solche Kunstwerke auf dem Boden gemacht. Ich weiß gar nicht genau, aus was es ist, aber da wird einfach so ganz viel gefärbtes Pulver auf den Boden gestreut und dann eben mit den Fingern gezeichnet. Sieht sehr cool aus, werden wir bestimmt noch mehr davon hier sehen. Aber jetzt schauen wir uns eben einmal die Schule an. Diwali ist von der Größe des Festes sowas wie bei uns Weihnachten. Und natürlich haben die Kinder hier auch dann eigentlich Ferien. Aber extra für unseren Beruf sind Schüler heute hierher gekommen. Mega krass, Leute, was hier alles für uns hier aufgebaut wurde, was sie uns alles gezeigt haben und vor allem auch voll spannend, was sie hier machen. In dieser Schule haben sie eben ganz viele Projekte, wo die Schüler selbst was über Fairtrade lernen, eigene Projekte über Fairtrade machen und das haben sie uns gerade in vielen Vorträgen gezeigt. Sie haben zwischendurch Musik aufgeführt, Sketche auch gemacht, wo die allerjüngsten Schüler, die auch gerade erst 10 sind und übrigens schon perfektes Englisch sprechen. Das ist so krass, das ist nicht deren erste Sprache, aber mit 10 spricht er schon perfektes Englisch. Und eben auch diese Schüler haben Sketche aufgeführt, die das Prinzip von Fairtrade verdeutlichen und so weiter. Danach haben wir noch ein bisschen was erzählt auf der Bühne, uns wurden Fragen gestellt, wir haben uns ausgetauscht. Es war sehr schön, cool zu sehen hier an dieser Universal School, was in Indien auch schon alles möglich ist, was passiert. Und ich habe mich auch gerade hier mit den Jungs noch unterhalten. Die haben mir erzählt, was ihre Pläne nach der Schule sind, was sie machen wollen. Can you tell me again what you want to do after school? I want to pursue robotics and I might as well come to Germany to study. Also möchte was mit Robotik machen in Deutschland, das vielleicht studieren. You? Yeah, even I would like to pursue engineering. And you? I'd like to be a software engineer. Also alle haben hier schon große Pläne, das ist cool zu hören und vor allem ist es immer voll cool, sich so auszutauschen miteinander. Das hier ist der Junge, von dem ich gesprochen habe. What is your name? Soham Yoshi. Soham Yoshi. Habe ich gerade erst hier das Auto gezeigt und uns ein bisschen unterhalten. And you're 10 years old. Yes. Yeah? So English is not your first language.
What is it? Marathi. Marathi, of course. So but you also speak Hindi? Yes. So you're 10 years old. You speak Marathi? You speak Hindi? You speak English? Wow. Also French. Also Big, French? Wow. Big. A little bit. Tell me some French. Like I can only speak a little bit French. Un peu. Like je m'appelle Félix et je suis allemand. Allemand, ja. Der korrigiert mich schon sehr gut. And you? Some French? Je m'appelle Soham. Je suis indien. J'ai 10 ans. So you speak all the time English in school? Yes. Yeah. That's really good. It's really impressive how good your English is. I'm really Except impressed. in And French. Das war es erstmal hier aus der Schule. Wir fahren jetzt einmal rüber ins Goethe-Institut in Mumbai. Hier ist es. Über jeder Reise haben wir eben ein bisschen mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet. Also Daniel vor allem bei der Organisation der Reise. Und so haben wir auch Pushkar gefunden. Denn der hat vor 6 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen. Und zwar hier. 2 Jahre hast du Unterricht gehabt. Ja, 2 Jahre. Und nur danach nie wieder Unterricht? Nein, nicht Unterricht, aber ich habe Deutsch mit den Deutschen. Ja, weil du viel als Dolmetscher auf Reisen mit Deutsch unterwegs bist? Ja, sicher. Und du warst ja 2 Jahre in Deutschland? Ja. Aber trotzdem, er hat nur 2 Jahre Deutschunterricht gehabt, hier im Goethe-Institut und spricht so gut, das ist schon richtig gut. Ja. Oh, hallo! Hallo, ich bin Felix. So, hallo, Beata. Das ist die Chefin hier vom Goethe-Institut in Mumbai. Aha, schau mal, das sind wir, glaube ich. Ja, moin. Fairtrade-Tour, hier. Hier ist sogar ein kleines Poster von uns. Sogar Paul ist mit drauf. Hier ist natürlich schön Duden am Start. Oh, netter Saal. Und jetzt ist eben eine kleine Veranstaltung, wo auch Daniel und ich ein bisschen was sprechen werden mit vielen Indern, die jetzt eben gerade hier im Goethe-Institut Deutsch lernen. Das ist das allererste Mal in Indien und das war natürlich hier eine ganz neue Welt für uns. Alleine das Essen, es ist sehr, sehr spicy. Sehr ungewohnt hier in Indien vor einer Gruppe Inder Deutsch zu sprechen, aber die waren teilweise eben auch schon aus fortgeschrittenen Kursen und haben verstanden, was wir ihnen da gezeigt haben von Fairtrade, von unserer Reise, was wir machen, und danach können wir dann viele Fragen von ihnen beantworten. Jetzt sind wir aber weitergegangen. Wie gesagt, es ist ja Diwali jetzt und dafür braucht man eine passende festliche Kleidung. Meinte Pushkar zumindest, deswegen hat er gesagt, sollen wir hinkommen. In diesem Viertel gibt es einiges an Kleidungsgeschäften, wo man genau solche Sachen holen kann. Das ist auch gerade schon hier Deko für Diwali. Vielleicht finden wir da ja für uns was drin. So zieht man sich nämlich hier in Indien für das Fest an als Frau. Als Mann kann man zum Beispiel sowas machen oder man geht so, Leute. Wir haben uns hier schon was ausgesucht. Alle in verschiedenen Farben. Wir wurden hier sehr gut beraten. Ich wurde hier vom Rajit beraten. What was his nickname? Qayyum is his nickname. Ich weiß nicht, warum das sein Nickname ist, aber er mag ihn anscheinend nicht. You have a very nice store here. Yeah. I really like it. Thank you very much for helping me with this. What is here? Das sind, ich sehe das hier. Die haben sich das hier ausgedacht mit dem Nickname. Hier. Oder er? Gute Stimmung hier im Laden. Wir sind ausgestattet, wir haben alles am Start. Denn morgen früh werden wir mit Pushkar und eben mit diesen Gewändern hier bei seiner Familie zu Hause in Diwali reinfeiern. Guten Morgen, Leute. Wir sind im Taxi unterwegs. 5:30 Uhr ging der Wecker. Denn heute der Tag der Reinigung, der beginnt eben ganz früh morgens. Wir sind gerade am Strand hier von Mumbai entlang. Also wir haben einiges gesehen jetzt hier in den letzten Tagen. Sowohl arme Gebiete als auch reiche Gebiete, aber jetzt echt so ein krasser Strand hier noch. Hätte ich gar nicht erwartet. Aber kann man hier baden, Pushkar? Nein. Hier, man kann nur spielen oder so, aber baden, das ist nicht erlaubt hier, weil das ist gefährlich. Okay, also schwimmen leider nicht mehr. Aber gewaschen werden wir eben jetzt von der Großmutter in Pushkar. Und wir gehen jetzt in die Wohnung von deiner Tante und deinem Onkel, oder? Ja. Da kommt da die ganze Familie zusammen? Ja, wir sind also 3 Generationen dort. Du siehst meine Großmutter, Tante, meine Schwester. Wir feiern immer alle zusammen Diwali. Ja. Ihr seht auch hier schon, überall blinkt es, überall leuchtet es. Das ist eben die typische Deko hier für Diwali. Feuerwerk gibt es auch, eigentlich erst ein bisschen später, aber genau wie bei uns Silvester kann man auch mal zwischendurch schon mal was machen hier, deswegen knallt es überall. Aber das ist eben auch alles ein Teil von Diwali. Und auch hier im Haus sieht man das schon, ja. Hello. Hello. Good morning. Good morning, nice to meet you. Yeah, really. Diwali. Pushkar's mother. Please have a seat. Thank you. Yeah, nice to meet you. Und es geht los. Daniel macht den Anfang. Die älteste Frau im Haushalt, also hier Pushkars Oma, wäscht jetzt alle hier im Haushalt, auch uns. Man muss sich komplett, also bis auf die Boxer ausziehen. Wie fühlt sich das an, Daniel? Also, es wurde als Waschung angekündigt, aber ich fühle mich noch nicht gewaschen. Ich fühle mich
schmiert. Aber es ist sehr... Noch lachen wir, aber gleich sind wir selbst dran. Paul hat schon richtig Bock gerade. Aber das ist indische Tradition. Das Ja, ich mach's auch mit. Ich freue mich auch. Jetzt bin ich dran. Du freust dich schon, dass ich dran bin. Ja, bist du begeistert? Bis jetzt sehr begeistert, aber jetzt bin ich ja dran. Okay, das ist alle hintereinander. Das heißt, erst wenn Daniel komplett fertig ist, bin ich dran. Ich gehe einmal durch zu ihm. Also Daniel hat jetzt fertig gewaschen. Und jetzt muss man so ein Obst zerdrücken, nur mit den Zähnen. Weil das ist das Böse. Das muss jetzt... Hey! Hier. It's okay. Also all das Negative wurde sozusagen jetzt rausgenommen. Darum geht es heute bei der Waschung, bei Diwali, beim Lichter- und Farbenfest. Und Lichter und die Farben sollen eben das Böse verdrängen. Und das heute hier eben bei der Waschung ist schon ein Teil davon. Okay. So. Du bist excited. Oh wow, so nice color. Das ist kein gutes Zeichen für dich eigentlich. Das ist nichts Gutes. Okay. Okay, dann haben wir es in die Ohren bekommen. Ist das so in die Haare? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man hier in einem fremden Haushalt nackt auf dem Boden sitzt. Es ist ja auch kein Tempel oder so, sondern man sitzt einfach hier im Wohnzimmer. Ja, moin. Guckt euch das hier mal an. Aber das ist eben wirklich traditionell, wie Diwali gefeiert wird hier in einer Familie. Das ist nicht irgendwie ein Touristenerlebnis oder so, sondern das ist es echt. Die ganze Familie wird hier so gewaschen. Sie hat gerade gesagt, dass es in einem früheren Leben von uns irgendeine Verbindung zwischen uns und eben ihrer Familie gegeben haben muss, weil deswegen sind wir wieder hier. Habe ich übersetzt einfach mal so. Scheint ziemlich viel Böses zu haben, das muss gerade ja alles rausgewaschen werden. Oh! It's a mud bath. Yay! Not mud bath. It's not mud. Ersten Teil hier jetzt also überstanden und jetzt muss das Ganze einfach ganz normal abwaschen hier im Bad. Aber es gibt keine Dusche, selbst in so modernen Haushalten, sondern man wäscht sich einfach mit einem Eimer mit Wasser. Das wir jetzt machen, bevor ich dann das Böse zerdrücke. Okay. Ready? Ja, ich hoffe. Oh. The devil called us not. Okay. Now she's just trying to remove all the negative things from your side. Okay. The negative power, whatever you around. Alles Negative wurde weggenommen. Boah, ist richtig heiß, wenn du einmal die Flamme zertrittst. So. He can't do. Und jetzt ziehen wir uns die festliche Kleidung an. So, Köpfe zu. Schal natürlich auch noch. Okay. Wie neu geboren, Daniel, oder? Wie neu geboren, ja. Wir haben es geschafft, aber jetzt ist Paul noch dran. Lecker Schmecker. Kaum ist Paul dran, sind natürlich auch die Ladies des Hauses jetzt da. Die Schwester von Puschka ist gerade gekommen und fotografiert schon mal jetzt hier. Was da vorne abgeht. Vielleicht wurden wir auch nur verarscht und nur wir werden so gewaschen und die machen das eigentlich gar nicht. Ich habe noch niemanden von euch gesehen. Macht ihr auch noch? Ja. Ja. Paul wollte seine Haare nicht reinbekommen, weil er mit den langen Haaren auch nicht waschen will. Ja, die Unterhose ist jetzt auch blöd, Alter. Also Paul hat es hinter sich gebracht, aber hier kommen alle dran. Mega spannende Zeremonie, die hier ist. Das haben wir gerade eben nochmal gesegnet. Und jetzt schaut mal hier. Jetzt hat Paul gerade extra Geld in der Hand. Das hatte ich auch gerade. Denn es geht heute auch darum, dass man eben Wohlstand wünscht, also Prosperity, dass das ganze Glück eben hier im Haus und in der ganzen Familie ist. Sehr gut. Ja, liked it. A lot. Ja, Puschka ist auch fertig. Wir haben jetzt hier noch verschiedene Diwali-Süßigkeiten zum Probieren bekommen. Und Diwali erinnert mich echt immer mehr an Weihnachten einfach. Die hier zum Beispiel schmecken einfach fast genauso wie Vanillekipferl. Und die ganze Zeit hast du ja Feuerwerk draußen. Obwohl es taghell ist, aber die werden den ganzen Tag hier schon losgelassen. Aber das Feuerwerk ist auch nicht so gedacht, dass es sozusagen wie bei uns Silvester alles um Mitternacht alles losgeht, sondern die Leute lassen das alle einfach für sich selbst im kleinen Kreis los. Oh, der war da. Aber die ganzen Dinger werden halt losgelassen, um eigentlich vor allem mit Licht das Böse zu vertreiben. Aber wenn man Feuerwerk mit Licht hat, dann hat man auch was mit Knall. Und ich meine, wir kennen das aus Deutschland, Knall ist auch mal ganz gut, deswegen wird auch viel einfach nur geböllert. Naja, wir naschen jetzt hier noch ein bisschen und dann geht es eben zum Tempel. Das hier ist das Viertel, in dem Puschka auch aufgewachsen ist. Die Autos, ja, stoppen wegen der Ampel nicht, sondern wegen der Bevölkerung. Ja. If you want to try, let's go all together and the cars will stop. Okay. You want to try? Oh, Paul. Go, Paul.
Ja, see. Oh. Einfach gehen. Ja, aber ja schon gesagt, die Hupe wird hier einfach dauerhaft benutzt. Also zum einen ist es ein Signal dafür, yo, hier bin ich, hup, 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 hup. Sowohl jetzt für uns Fußgänger, als auch wenn du im Verkehr bist, hupst du die ganze Zeit, damit man nicht in sich gegenseitig reinfährt. Aber du hast auch gesagt, die Hupe ist nur für den Spaß da, ne? Ja, ja, nur zum Spaß. Also wir brauchen eigene Hobbys, ja. Und wenn wir mit dem Auto fahren, hupen, ja, einfach. Da, 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 da. Sicher. Also, hier. Hier lang. Oh, scheiße. Wow, einmal kommt den Schuss. Terrorismus. Hier verlieren wir alle. Lara Croft, Tomb Raider. Erinnert mich daran, dass mein kleiner Bruder uns letztens erzählt hat, ganz stolz, wie er ganz viele kleine China-Böller genommen hat und die den Schwarzpulver rausgenommen haben und ein Loch gebuddelt haben auf dem Spielplatz und alles reingetan haben. Hast du auch mal gemacht, oder? Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber ist nicht so weit weg von der Realität auf jeden Fall. Ich kann es mir meinem Bruder vorstellen. Du kennst meinen Bruder, ne? Ja, ja. Der ganz Kleine. Wieder der Mom und der Lehrerin direkt erzählt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Er hat das am Tisch erzählt, als meine Mutter dabei war. Hier ist jetzt so eine riesige freie Fläche, wo ganz viel Cricket gespielt wird. Cricket ist ja so wie bei uns Fußball so der Sport, den die meisten Inder eigentlich selbst spielen und schauen im Fernsehen. Ja. Cricket ist so ein bisschen wie Baseball, also das ist auch ein Schläger, aber ein bisschen den anderen, schlägst den Ball weg. Und alle haben komplett weiße Sachen an. Sieht ein bisschen aus wie bei Wimbledon beim Tennis. Das ist gerade kein Punktspiel, sondern die trainieren hier gerade. Ja, trainieren. Das ist gerade Training, okay. Von hier kommt der Ball, er nimmt jetzt ganz viel Anlauf und er muss ihn weghauen. Und der zweite Versuch, zack. Und jetzt hat er ihn weggehauen. Da hinten ist er. Die Vögel fliegen alle weg. So, die Top-Cricket-Spieler sind richtige Topstars hier in Indien, oder? Sind wir Gott hier? Ja, natürlich. Ja. Sehr berühmt, sehr reich, sehr populär. Ja. So wie Bollywood-Stars. Ja, aber manchmal mehr. Manchmal mehr noch, ach krass. Ja, ja. Und ganz viele spielen eben auch hier einfach so auf den Feldern, wie kleine Bolzplatz eigentlich hier. Und hier sieht man auch ganz gut, wie Mumbai eigentlich meist aussieht. Und zwar sind das ganz unterschiedliche Gebäude halt die ganze Zeit. Also natürlich hast du so viele Hochhäuser, aber du hast nicht eine Skyline, sondern diese Stadt erstreckt sich einfach auf ein riesiges Gebiet. Und dazwischen sind natürlich auch immer Slums, wo in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt wird. Dann gibt es so normale, traditionelle kleine Wohnhäuser, wo man ganz kleine Wohnungen drin hat. Und dann gibt es eben auch so moderne Wohnungen. Wir waren zum Beispiel jetzt gerade in einer moderneren Wohnung, weil Pushtas Familie jetzt auch eher der oberen Mittelschicht angehört. Aber das alles ist halt häufig so direkt nebeneinander. Und ich finde, das kann man von hier aus ganz gut sehen. Zusätzlich siehst du hier auch gerade sehr gut den typischen Dunst hier in der Luft. Oder es ist halt wirklich, es ist einfach Staub in der Luft. Überall hier. Und deswegen sieht das alles so ein bisschen aus, wie es aussieht. Du hörst das Hupen natürlich im Hintergrund vom Verkehr. Du hast Kühe am Stall, weil Kühe sind in Indien heilig. Pushka meint aber auch, so heilig sind Kühe eigentlich nicht. Das sagt man zwar, aber im Endeffekt werden die genauso wie bei uns für Milch zum Beispiel benutzt gehalten. Und im Straßenverkehr fährt man die jetzt nur nicht um, weil das tut dem eigenen Auto ja am meisten weh, wenn man die anfährt. Also ja, so krass heilig sind die Kühe nicht. Aber die laufen schon hier häufiger mal rum, selbst in Mumbai. Und das hier ist jetzt eben der kleine Tempel, den wir jetzt anlässlich Diwali besuchen. Und hier haben sich auch alle so richtig schick gemacht, so wie wir ja auch für das wohl größte Fest in Indien im ganzen Jahr. Schuhe ziehen wir aus. Ich wollte jetzt hier im Tempel jetzt nicht so offensichtlich filmen, aber die Menschen gehen da rein und bringen halt Opfergaben mit. Also Opfergaben. Keine Babys werden abgegeben, aber Blumen und solche Sachen. Was wünschen sich die Leute hier? Dass ich Glück möchte. Ich möchte meine alle Probleme, ja, wegmachen und ich möchte viel Geld. Viel Geld. Und viel Glück, ja. Viel Geld und viel Glück. Ja, ja. Ja, aber du wünschst dir wirklich vom Gott viel Geld? Ja, natürlich, ja, weil also die indischen Leute, sie wollen, also die Luxus, ja, die Personen aus Deutschland oder aus USA haben, also finanziell Sicherheit ist sehr, sehr okay, sehr ja, wichtig. Ja, klar. Ja, und deswegen möchten wir viel Geld haben, also wichtig, Geld. Gesundheit, ist okay, wenn wir Geld haben, alles ist okay. Okay, dann haben wir den Part von Diwali auch, aber nachher, wenn es dunkel wird, gehen wir nochmal zusammen, um dann selbst unser kleines Feuerwerk zu machen. Ja. Das ist Mumbai bei Nacht, Leute. Das hier ist der Marine Drive. Eine ewig lange Promenade, wo morgens hier die Inder längs laufen. Am Abend kann man sich hier zum Chillen hinsetzen. Und jetzt eben zu Diwali ist das auch ein ganz guter Ort. Ab und zu sieht man hier so ein Feuerwerk, aber es ist echt nicht viel. Es ist immer so total vereinzelt. Und man hat so einen halben Ausblick hier auf die Skyline, die aber halt zum größten Teil im Dunst verschwindet. Aber man kann halt auch erkennen, dass Mumbai wirklich hier sich extrem verteilt. Es ist ja nicht nur da, sondern es ist auch noch genauso riesig groß, alles nach da hinten weiter. Da haben wir direkt hier zwei Kumpels mit am Start. What's your name? Abbas Ali. Hey, I'm Felix. Nice to meet you. What's your name? Muhammad Ali. Hey, I'm Felix. Happy Diwali. Yes. Happy Diwali.
Thank you. Für die Wahl sind wir jetzt nämlich hier den gleichen Pushka noch mit seinen Freunden vorbei. Vor wie vielen Minuten waren wir verabredet? Vor 15 Minuten. Ja. Und sie brauchen noch 15 Minuten. Das sind die indischen Zeiten hier. Und da ist Pushka am Start. Aber erstmal haben wir uns hier so ein bisschen mit der ganzen Familie verquatscht. Yep. Thank you. You're welcome. Nice to meet you. 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 Bye bye. Bye bye. Hey Pushka. Felix. Na, alles gut? Meine Freunde. Ah, hi. I'm Felix. Hi, Hi. I'm Sarika. Hi, I'm Felix. Nice to meet you. Hi. I'm Shivani. Hi, I'm Felix. Pushka hat hier ein paar Sachen auf jeden Fall eingekauft. Sai Baba Sparklers. So, die Standard Kamin-Chakas. Chakras bedeutet Sword. Die heißen wirklich Standard Kamin-Chakas. Jamin bedeutet Boden und Chakras... Kamin heißt Kamin, das ist Deutsch. Nein, nein, das ist Jamin. Nein, ist auch indisch wahrscheinlich. Aber du weißt, was ein Kamin ist? Chimney. Ah, so nein, ich wusste das nicht. Ja, Standard, das sind die Standard-Kamin-Chakas sind das. Aber bevor wir jetzt hier ein bisschen was gleich anzünden, hat Daniel nochmal zum Abschluss der Reise was zu sagen. Und deswegen übergebe ich jetzt hier einmal nochmal die Kamera hier an dich. Okay, vielen Dank. Ja, weil es ist nicht nur der Abschluss unserer Indienreise, es ist der Abschluss der Fairtrade Tour 2018. Und deswegen möchte ich gerne zwei Sachen sagen. Das eine, ich habe es nach jeder Reise zu den beiden gesagt, ich möchte auch gerne vor der Kamera einmal sagen, es war mir eine Ehre, mit Felix und mit Paul zusammenzuarbeiten und mit ihnen diese Reise zu erleben. Ich bin mega beeindruckt, wie die beiden arbeiten, mit wie wenig Schlaf sie auskommen. Teilweise 5 Stunden nur, und das war vor allem, das waren eher die längeren Nächte. Ja, und ich bin eben auch total dankbar, dass ich das mit den beiden erleben durfte. Und für alle, die noch nicht die Ehre hatten, die beiden persönlich kennenzulernen, sei gesagt, die beiden sind tatsächlich so sympathisch, wie sie in den Videos wirken. Und zum anderen möchte ich gerne den ganzen Fairtrade-Mitarbeitern danken, die uns begleitet haben auf dieser Reise. Sei es in der Côte d'Ivoire gewesen, sei es in Kolumbien oder jetzt hier in Indien. Vielen, vielen Dank. Und dann möchte ich gerne auch den Dolmetschern danken. Es hat angefangen in der Elfenbeinküste mit Eliezer. Merci beaucoup, mon ami. Das ging weiter mit Silvia in Kolumbien. Espero que nos veamos de nuevo. Und hat heute hier aufgehört mit Pushka in Indien, wo wir uns halbnackt ausgezogen hatten im Wohnzimmer seiner Familie. Und ich möchte allen danken, die auf die Videos geklickt haben und uns so auf dieser Reise begleitet haben. Mich würde total interessieren, was euer Feedback jetzt zu der ganzen Reise ist und ob ihr vielleicht Wünsche oder Ideen habt und was wir als nächstes machen sollen. Es ist noch nichts geplant, es ist alles offen. Aber die Fairtrade-Welt ist groß und es warten noch viele, viele Abenteuer auf uns. Okay, das war's auch schon. Das war's von mir, das war's vom Fairtrade Daniel. Und jetzt wieder zurück zu Felix. Daniel, ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast. Ich hoffe, das ging in Ordnung, aber nebenbei ist hier einfach ein Boxkampf auf einmal losgegangen. Ist jetzt kein Scherz, die boxen sich hier seit mehreren Minuten. Eigentlich... Warum boxt ihr euch? Was ist passiert? Ja, er versucht mir ein bisschen Martial Arts beizubringen. Ich finde es halt voll interessant. Ja, let's try. Und ich bin ehrlich, ja, er hat mein Pizza gegessen. Was? Ah ja, that's the situation. Yeah. Ah, okay. Okay, also, aber weißt du, wir sind Team Spielkind und wenn du ein Problem mit ihm hast, hast du ein Problem mit mir. Okay, also. Okay, wer hilft mir? Niemand hilft mir. Adios, ciao, auf Wiedersehen. Ja, so gewinnt man einen Fight in Indien. Ja, okay, ist gewonnen. Vorbei, auf jeden Fall. Aber jetzt ist es an der Zeit. Klar ist an der Zeit, ne? An der Zeit. Wir brauchen unsere Wunderkerzen alle. Ja. Okay. So. Everyone! Hey! Happy Diwali! Happy Diwali! Und jetzt? Oh! Wow! Und haben wir wirklich Happy Diwali! Das war's aus Indien. Wir sind zurück in Deutschland. Ich muss ja sagen, in der indischen Bahn gab es jetzt zwar keine Glasfenster, aber es gab immerhin Gitterstäbe, man konnte rausgucken. Hier in der deutschen Bahn ist aber nichts hier am Start. Wobei hier drüben, Leute, wir sind wieder in Köln. Schaut sich an. Dome is coming. Home is where the dome is, Leute. Ja, sagen wir Kölner. Im Sommer sagen wir California, aber jetzt ist einfach nur kalt. Wir kommen hier von 35 Grad gerade wieder aus Indien. Mit total stickiger Luft. Und jetzt, weißt du, deutscher Verkehr. Es wird nicht die ganze Zeit gehupt. Alles gut. Ist alles hat seine Ordnung. Hier steigst du rechts auf den Zug aus. In Indien war egal, wo du aussteigst. Du konntest auf beiden Seiten aussteigen. Wenn du auf die Seite vom Bahnhof musstest, dann bist du halt einfach über die Gleise gegangen. Hier, nein. Hier ist Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das machen wir auch. Und dann geht's noch einmal ins Hive. Wir sind zurück und Ivy ist auch am Start. Ivy! Na? Ivy muss den Leuten da wieder los sagen, ne?
Wir gehen zurück ins Lager. Wir sind gerade heute hier am Umbauen. Wir haben so viele neue Sachen am Start eben. Für den Winter, da oben seht ihr die Rucksäcke. Hier sind Rucksäcke, da sind Rucksäcke. Ah, damit ihr das versteht, muss ich den Keller kurz zeigen. Tür auf, runter geht's. Das ist übrigens das, was Paul gebaut hat. Hier, das ist ein bisschen kaputt gegangen. Der Fernseher ist auch Schrott. Nein, Spaß. Aber das hier ist jetzt eben hier unser Keller. Also kommt man nur noch so halb durch. Das sind nochmal Jacken und Rucksäcke, aber oben eben. Denn hier oben liegen unsere It's Banana Shirts. Die sind angekommen. Wir haben die jetzt auf Lager. Ihr könnt sie bestellen auf spiegel.de. Komplett natürlich mit dem Fairtrade-Logo. Die Shirts sollen so ein bisschen unsere ganzen Fairtrade-Reisen dieses Jahr widerspiegeln. Sowohl in den Farben als auch vom Motiv her. Und eben jetzt auf unserer letzten Indien-Reise haben wir auch den kompletten Weg zu diesem Shirt gesehen und für euch gefilmt. Also vom Baumwollfeld über die Stoffproduktion und dann im Endeffekt hier, wie das T-Shirt gedruckt und zusammengenäht wird. All das konntet ihr auch sehen. Und was es bei diesem Shirt auch gibt, weil viele gefragt haben. Wir haben auch hier XXL am Start. Wir haben jetzt gerade noch nicht super viele in der Größe, aber ihr könnt ja einfach mal gucken auf spiegel.de, wenn ihr eins wollt. Links in der Beschreibung. Ansonsten glaube ich, zur Reise hat Daniel, als er gestern Abend gevloggt hat, alles gesagt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle aber von Paul und von mir. Hier an euch fürs Zuschauen die ganze Zeit, für die ganze Unterstützung. Danke an alle Leute, die wir treffen durften auf diesen Reisen. Es waren wirklich sehr besondere Erfahrungen, die wir sammeln durften. Ja. Das Video hier ist jetzt auch fast 30 Minuten lang. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Ist halt einfach viel passiert, ne? Es ist so viel passiert. Wir haben so viel erlebt und ich hoffe, ihr konntet einen Teil davon auch für euch mitnehmen und euch jetzt gefallen. Falls ja, dann drückt einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare, was ihr hier am coolsten fandet auf unseren ganzen Fairtrade-Reisen. Und wenn ihr Bock habt, dann holt euch hier unser neues Fairtrade-Shirt. Ansonsten bis zum nächsten Vlog hier aus Köln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.